Wir benötigen zum einen eine Kette, die hier ist ungefähr 90 cm lang, dann Biegeringe, größere und kleinere Perlen, Anhänger, Kettelstifte und Zangen. Als erstes legen wir uns die Kette so hin, dass die beiden Enden vor uns liegen und ein Ende ein bisschen länger ist als das andere. Und dann nehmen wir uns einen Kettelstift und öffnen die Öse etwas und führen die Öse dann durch ein Kettenglied. Wenn das dann gemacht ist, schließen wir die Öse wieder mit der Zange. Und dann führen wir 6 dieser kleinen Perlen auf den Kettelstift. Die Perlen haben eine Größe von 1,5 mm. Dann legen wir uns die beiden Enden wieder parallel zueinander und führen den Kettelstift durch das andere Ende der Kette und kürzen den Kettelstift und formen eine Öse, die wir dann schließen. Wenn wir das dann haben, machen wir das gleiche hier oben noch zweimal, nur dass wir erst 9 Perlen und dann 12 Perlen auffädeln. Als nächstes nimmt man sich dann wieder einen Kettelstift und öffnet die Öse und führt die durch diesen Anhänger und schließt sie wieder. So, und dann nimmt man sich eine dieser großen Perlen. Man kann auch, wenn man möchte, noch so eine Perlenkappe nehmen und die zuerst auffädeln und dann die Perle. Und das führt man dann durch das letzte Kettenglied und kürzt den Kettelstift wieder und formt die Öse, die wir dann schließen. So sieht das dann aus und das gleiche machen wir mit der anderen Seite auch. So, und dann sind wir auch schon fertig.